Hallo zusammen und willkommen bei Interpreting Science oder Wissenschaft interpretieren. Jeden Tag werden Durchbrüche erzielt, die unsere Gesundheit, Technologie und unser Verständnis des Universums verändern können. Doch diese Geschichten werden von den öffentlichen Medien oft übersehen und bleiben hinter komplizierter Sprache und wissenschaftlichen Fachzeitschriften verborgen. Mein Ziel ist es, die Wissenschaftsschlagzeilen zu nehmen, diese euch in einfacher Sprache in weniger als 2 Minuten per Geschichte näher zu bringen, wobei ich mich darauf konzentriere, was tatsächlich entdeckt wurde und warum es wichtig ist. Es geht nicht darum, euch zu sagen, was ihr tun sollt, sondern euch genug Kontext zu geben, um die Geschichten selbst einzuordnen. Wenn ihr neu hier seid, Folge 0 erklärt, worum es in diesem Kanal geht. Schaut sie euch gerne an. In diesem Video geht es um Wissenschaftsnews aus der Woche vom 13. bis 19. Juli 2026. Alle Originalartikel und Quellen findet ihr in der Infobox. Fangen wir an mit einer Kamera für Dinge, die wir nicht sehen können. Wenn dir jemand erzählen würde, er könnte unsichtbare Teilchen filmen, die durch einen massiven Block fliegen, klingt das nach einem Spezialeffekt in einem Film. Ein Team der ETH Zürich hat tatsächlich einen Prototyp gebaut, der genau das kann. Sie verwenden einen durchsichtigen Block aus einem speziellen Material, das winzige Lichtblitze aussendet, sobald ein geladenes Teilchen hindurchfliegt. Eine spezielle Lichtfeldkamera und extrem empfindliche Photonendetektoren erfassen, wo diese schwachen Blitze auftauchen, und ein KI-Modell rekonstruiert daraus den Weg des Teilchen in 3 Dimensionen. In Tests könnte ein 10 cm Würfel Teilchen mit einer Genauigkeit von besser als 1 mm verfolgen. Simulationen deuten darauf hin, dass ein 1 Meter Würfel mit modernen Detektoren mithalten könnte, die aus Millionen einzelner Bauteile bestehen, allerdings mit deutlich weniger Hardware. Dieselbe Idee wird bereits für medizinische PET-Scanner patentiert, wo präzisere Zeitmessung und schärfere Bilder helfen könnten, Krebs früher zu erkennen. Als nächstes eine Erfindung, die Tom Cruise für seine nächste Mission Impossible Mission interessieren könnte. Forschende, die mit der American Chemical Society zusammenarbeiten, haben einen lebendigen Kunststoff entwickelt, der sich quasi selbst zerstören kann. Sie haben winzige Spuren speziell entwickelter Bakterien in einen gängigen, biologisch abbaubaren Kunststoff gemischt. Unter normalen Bedingungen verhält er sich wie eine ganz gewöhnliche Kunststofffolie. Wenn der Job des Kunststoffs erledigt ist, wird er in warmer Nährlösung bei rund 50 Grad Celsius eingeweicht. Das weckt die Spuren auf, die dann zwei Enzyme produzieren. Eines zerlegt die langen Kunststoffketten in kleinere Stücke und das andere baut diese Stücke weiter in Grundbausteine ab. In Labortests blieb die Folie bis zur Aktivierung stabil und zerfiel dann innerhalb von etwa 6 Tagen vollständig, statt sich in Mikroplastikwolken aufzulösen. Bisher gilt das nur für eine Kunststoffart unter kontrollierten Bedingungen, aber es zeigt eine andere Denkweise, die Selbstzerstörungsknopf von Anfang an in Einwegmaterialien einzubauen. Kann KI-Maschinen beim Riechen helfen? Ein Team aus Südkorea hat eine Roadmap zusammengestellt, wie man eine elektronische Nase bauen könnte, die sich Ideen von unserer eigenen borgt. Der Schlüssel dazu ist eine Materialklasse namens MOFs, metallorganischer Gerüstverbindungen. Sie sind voller winziger Bohren, die sich so einstellen lassen,
dass unterschiedliche MOFs unterschiedliche Gase einfangen. Reiht man viele dieser Sensoren aneinander, reagiert jeder etwas anderes auf denselben Geruch. Ein KI-System lernt dann das Muster über das gesamte Array hinweg. Das ist ähnlich wie bei deiner eigenen Nase. Du hast nicht einen Rezeptor für Kaffee und einen anderen für Benzin. Jeder Geruch aktiviert eine Kombination von Rezeptoren und dein Gehirn lernt das Muster. Laut dieser Roadmap könnten MUF-basierte elektronische Nasen künftig Lebensmittel auf Frische prüfen, Luftverschmutzung verfolgen, gefährliche Gase in Fabriken erkennen oder sogar Robotern einen groben Geruchssinn verleihen. Zeit für etwas schräge Biologie, die diesmal eher Iron Man interessieren dürfte. Ein uralter Meereswurm hat Kiefer, die sich wie eine Mischung aus Metall und Protein verhalten. Forschende nennen sie Biometalle. Die Kiefer bestehen aus Proteinen, die vor allem an den Spitzen mit Metallionen vollgeladen sind. Als WissenschaftlerInnen mit winzigen Messsonden darauf druckten, fanden sie etwas, das man sonst nur von Metallen wie Kupfer kennt. Je kleiner die getestete Fläche, desto schwerer ließ sie sich eindrucken. Außerdem zeigte sich, dass die Elastizität des Materials mit der Größe der Testfläche variiert, was normal kristalline Metalle nicht tun. Das klingt sehr weit weg vom Alltag, aber es zeigt, dass die Natur harte, scharfe Werkzeuge aus organischem Material plus etwa Metall bauen kann, ganz ohne Gießen oder Schmelzen. Das zu verstehen, könnte neue Materialien für kleine Werkzeuge oder medizinische Implantate inspirieren, die sowohl robust als auch flexibel sein müssen. Wenn du glaubst, kalorienfreie Süßstoffe rauschen einfach unproblematisch durch dich hindurch, frag lieber mal deine Darmbakterien. Forschende der University of Cambridge haben 25 Arten von Darmbakterien im Labor gezüchtet und 39 Süßstoffe getestet, um zu sehen, wie sich jeder einzelne auf das Bakterienwachstum auswirkt. Etwa 3/4 der Süßstoffe veränderten das Wachstum mindestens einer Bakterienart. Manche bremsten oder stoppten Bakterien, die mit gesunder Verdauung und gesundem Stoffwechsel in Verbindung stehen. Und das war noch nicht alles. Anschließend fügten sie weitere Alltagsstoffe hinzu: Koffein, Vanillearomen, andere Süßstoffe und 8 gängige Medikamente. Sie fanden über 100 Fälle, in denen die Kombination die Wirkung veränderte, mal stärker, mal schwächer. Eine Kombination stach besonders heraus: Sie reduzierte zwei nützliche Bakterienarten deutlich und senkte die gesamte Vielfalt in einer einfachen Testgemeinschaft. Ein Hinweis dazu: All das basierte in Schalen und Kolben im Labor, nicht in echten Menschen. Das ist also kein Urteil über ein bestimmtes Getränk. Aber es stellt die Vorstellung in Frage, Süßstoffe seien immer inert, und legt nahe, dass es eine Rolle spielen könnte, womit du sie kombinierst. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie KI-Maschinen beim Riechen hilft. In dieser nächsten Meldung erschüttelt KI tatsächlich, wenn eine wissenschaftliche Studie komisch riecht. Wir gehen davon aus, dass jede wissenschaftliche Studie auf solider Arbeit beruht. In Wirklichkeit gibt es inzwischen eine ganze Industrie von Paper Mills, die gegen Bezahlung gefälschte oder extrem schwache Studien produzieren. Ein Team der Queensland University of Technology hat eine Art Spamfilter dafür gebaut. Sie trainierten ein Sprachmodell mit Krebsforschungspapers, die bereits zurückgezogen oder als
Paper-Mills-Produkte verdächtigt wurden. Das Modell lernte, subtile Muster in Wortwahl und Struktur zu erkennen. Dann ließ sie es auf 2,6 Millionen Krebspaper los, die zwischen 1999 und 2024 veröffentlicht wurden. Das System markierte über 250.000 mit Schreibmustern, die bekannten Paper-Mill-Produkten ähneln. Der Anteil markierter Papers stieg von rund 1% Anfang der 2000er auf über 16% im Jahr 2022. Über tausende Zeitschriften hinweg, darunter auch bekannte Namen. Indes identifizierte das Modell verdächtige Papers zu etwa 91% korrekt. 3 Zeitschriften testen es inzwischen als Frühwarnsystem in ihrem Redaktionsprozess. Markiert zu werden heißt nicht automatisch gefälscht. Es bedeutet nur, das verdient einen genaueren Blick. Aber es erinnert daran, die wissenschaftliche Literatur ist nicht flach. Manche Teile sind zuverlässiger als andere. Und jetzt hilft KI dabei, Redaktionen auf die Schwachstellen hinzuweisen. Quantengeräte stecken oft in großen Metallkästen und werden nahe dem absoluten Nullpunkt gekühlt. PhysikerInnen der Louisiana State University haben ein neues Quantenmaterial gebaut, das bei Raumtemperatur funktioniert und verschiedene Quantenzustände von Licht sortieren kann. Sie starteten mit einem dünnen Goldfilm auf einem Glaschip und schnitten mit einem fokussierten Ionenstrahl hunderte winzige Schlitze hinein. Die Schlitze wirken wie Meta-Atome, angeordnet so, dass die gesamte Struktur Licht auf ganz bestimmte Weise lenkt. Wenn Licht hindurchtritt, behandelt der Metakristall unterschiedliche Quantenstatistiken unterschiedlich. Er lässt manche Quantenzustände bestimmte Pfade nehmen und lenkt andere woanders hin und bewahrt dabei ihre Quantennatur. Das Besondere daran, dass alles passiert bei Raumtemperatur. Diese Arbeit ist sowohl ein Machbarkeitsnachweis als auch ein Rezept für weitere Quantenmaterialien, die bei Raumtemperatur funktionieren. Wenn sich ähnliche Ideen hochskalieren lassen, könnten sie Quantenkommunikation, Sensorik oder sogar bestimmte Solarzellen praxistauglicher machen, ganz ohne sperrige Kühlsysteme. Du solltest nicht existieren. Ich meine nicht dich persönlich, ich meine uns alle. Alles, was wir im Universum sehen und alles, was wir nicht sehen, was sogar auch mehr ist. Unser Universum besteht fast komplett aus Materie. Aber die Physik sagt, der Urknall hätte gleich viel Materie und Antimaterie erzeugen müssen, die sich dann gegenseitig ausgelöscht und nichts übergelassen hätten. Und trotzdem sind wir hier. Am Large Hadron Collider bei CERN hat ein Experiment neutrale Mesonen untersucht, die vor ihrem Zerfall zwischen ihrer Materie- und Antimaterie-Version hin und her wechseln können. Über 3 Jahre wurden Kollisionen analysiert und B-Mesonen rekonstruiert, die in bestimmte Produkte zerfielen, mit Hilfe eines KI-Algorithmus, der bestimmte, welcher Mesonentyp im Moment der Entstehung vorlag. Dann maßen sie eine Eigenschaft, die zeigte, wie unterschiedlich sich Materie und Antimaterie verhalten. Die Ergebnisse stimmten mit den Vorhersagen des Standardmodells überein und lieferten die bisher präziseste Messung. Das bedeutet, jede neue Theorie, die erklären soll, warum das Universum mehr Materie als Antimaterie hat, muss sich an noch engere Grenzen messen lassen. Und nebenbei zeigt es, wie KI still und leise Teil des Werkzeugkastens der Hochenergiephysik wird. Übrigens
macht die gewöhnliche Materie, über die wir hier reden, nur etwa 5% des Universums aus. Der Rest ist dunkle Materie und dunkle Energie, die wir noch nicht wissen, was zur Hölle sie sind. Kann Zahnfleischerkrankung deine Herzklappen beeinflussen? Zahnfleischerkrankungen sind doch ein Zahnproblem, kein Herzproblem. Aber eine vorläufige Studie, vorgestellt auf einem Treffen der American Heart Association, legt einen möglichen Zusammenhang zwischen bestimmten Mundbakterien und der Verkalkung der Aortenklappe nahe. Nachdem Forschende ein bestimmtes Parodontitis-Bakterium häufiger in verkalkten Klappen fanden. Bei Mäusen führte wiederholter Kontakt mit diesem Bakterium zu Ablagerungen im Bereich der Aortenklappe, mehr Calciumablagerungen und deutlichen Anzeichen einer Klappenverengung. Als die Mäuse vorbeugend Antibakterium bekamen, ging die Verkalkung zurück. Als ein bestimmter Entzündungssignalweg blockiert wurde, sank die Verkalkung ebenfalls, selbst wenn die Bakterien noch vorhanden waren. Diese Ergebnisse beweisen nicht, dass Zahnfleischerkrankungen bei Menschen Herzklappenerkrankungen verursachen. Die Daten beim Menschen zeigen einen Zusammenhang, der genaue Mechanismus wurde nur bei Mäusen getestet. Eine klinische Studie läuft bereits, um die Verbindung genauer zu untersuchen. Was es aber zeigt, chronische Infektionen an einer Stelle des Körpers können Auswirkungen haben, die weit entfernt vom eigentlichen Ursprungsort auftreten. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass die reichsten 10% der Menschen für den großen Teil Umweltschäden verantwortlich sind. Aber hast du dich je gefragt, ob du selbst zu diesen 10% gehörst? Wahrscheinlich nicht. Das kannst du übrigens auf dieser Webseite herausfinden. Ein Rechner der Organisation Giving What We Can, der dein Einkommen mit der globalen Einkommensverteilung vergleicht und deine Position im weltweiten Wohlstand-Perzentil schätzt. Aber das ist nicht die eigentliche News, die ich mitgebracht habe. Eine aktuelle Analyse schätzt, dass der Konsum der reichsten 10% weltweit mit Umweltschäden von bis zu 5,6 Billionen US-Dollar pro Jahr verbunden ist. Forschende haben Klima, Biodiversität und Verschmutzungseffekte im Zusammenhang mit Konsummustern zusammengerechnet und ihnen anhand der gesellschaftlichen Kosten dieser Schäden einen Geldwert zugeordnet. Menschen mit hohem Einkommen verbrauchten deutlich mehr Energie und Ressourcen und trugen, selbst nach Bereinigung um die Bevölkerungsgröße, überproportional zu Emissionen und Landnutzungsänderungen bei. Die genaue Zahl hängt davon ab, wie man verschiedene Schäden bewertet, und nicht alle werden diese Entscheidungen zustimmen. Aber Grundmuster ist klar: Umweltschäden und Nutzen sind nicht gleich verteilt. Solche Studien schreiben keine Politik vor, aber sie liefern eine quantitative Grundlage für Debatten darüber, wer für Klima- und Biodiversitätsschäden zahlen sollte und wie man Instrumente wie CO2-Steuern oder Regulierung so gestaltet, dass sie Verantwortung widerspiegeln. Unsere Sonne ist gerade reicher geworden. Ein Team der Uppsala University hat neu berechnet, wie viel selber in der Sonne steckt, und kam auf rund 55% mehr, als frühere Schätzungen zeigten. Dafür wurden keine Sonnenproben gesammelt, stattdessen nutzten die Forschenden Spektroskopie. Also sie schauten sich die dunklen Fingerdrucklinien an, die selber im Sonnenlicht hinterlässt, und speisten das in ein deutlich realistischeres 3D-Modell der äußeren Sonnenschichten ein, der das Gas realistischer behandelt, einschließlich seiner Bewegung und der Anregung der Atome.
Aber warum interessiert uns überhaupt, wie viel selber in der Sonne steckt? Bisher wirkte die Sonne im Vergleich zu manchen ursprünglichen Meteoriten ungewöhnlich selberarm, obwohl beide vor 5,6 Milliarden Jahren aus derselben Gas- und Staubwolke entstanden sind. Die neue Analyse bringt den Silbergehalt der Sonne in Einklang mit diesen Meteoriten und behebt damit die Diskrepanz. Das ist mehr als Trivia für Elementsammler. Die Sonne ist unsere wichtigste Referenz für die chemische Zusammensetzung von Sternen. Und ihre Zusammensetzung genauer zu kennen, schärft unser Verständnis davon, wie schwere Elemente in Sternen entstehen und sich in neue Sonnensysteme verteilen. Diese Woche ging es von Kameras, die unsichtbaren Teilchen folgen, über sich selbst zerstörenden Kunststoff bis zu KI-Nasen für riechende Maschinen und verdächtige Fachartikel, von Süßstoffen, die Darmbakterien verändern, bis zu Mundbakterien, die in Herzklappen auftauchen, von metallartigen Wurmkiefern über Quantenmaterialien bei Raumtemperatur, von Materie, Antimaterie-Rätsel, wer für Umweltschäden verantwortlich ist, bis hin zu einem Update, wie viel selber unsere Sonne eigentlich enthält. Wenn du tiefer in eine dieser Geschichten einsteigen willst, Links zu den originalen Artikeln und Studien findest du in der Beschreibung unten und im verlinkten Interpreting Science Substack Post. Meine Videos sollen dich informieren und orientieren, nicht dir sagen, was du tun sollst. Wie du die Informationen nutzt und welchen vertrauenswürdigen Quellen du als nächstes folgst, liegt bei dir. Wenn du Kommentare oder Korrekturen hast, schreib sie gerne unten darunter. Ich diskutiere und korrigiere jede Information, die ich hier gebe, sehr gerne. Und wenn du jemanden kennst, der Wissenschaft mag, die seine Intelligenz respektiert, teile die Folge gerne mit ihm oder ihr. Wir sehen uns oder eigentlich ihr seht mich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.